Willkommen, liebe Zuschauer. Ja, als Fenster wird in der Baubranche der wind- und wetterdichte Verschluss einer Öffnung in Wand oder Dach eines Bauwerkes bezeichnet. Das klingt zunächst mal sehr technisch. Ich glaube, was ein Fenster ist, das wissen wir alle. Wie viel Innovation und Know-how aber in einem modernen Fenster oder Fenstersystem steckt, das schauen wir uns heute mal genauer an. Und dafür habe ich einen Gast bei mir im Studio, der in Sachen Fenster den, man kann sagen, im wahrsten Sinne des Wortes Durchblick hat. Ivica Maurovic, er ist Geschäftsführer der Gealan Fenstersysteme GmbH in Oberkotzau im Landkreis Hof. Schönen guten Abend. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Gern. Ivica Maurovic, der Name klingt wenig oberfränkisch. Sie kommen aus Kroatien gebürtig. Wie verschlägt es denn jemand aus Kroatien hierher nach Oberfranken? Ja, das ist, glaube ich, Schicksal oder Zufall. Also ich war für Gealan seit 2002 in Kroatien tätig, zuerst als Außendienstmitarbeiter. 2004 haben wir Tochtergesellschaft in Kroatien gegründet, die ich also relativ erfolgreich geführt habe mit meinem Team. Und dann 2008 kam Angebot, ob ich die Rolle von Geschäftsführer Vertrieb und Marketing in der Gruppe, Gealan-Gruppe übernehmen will. Und ich habe zugestimmt und heute bin ich hier. Die beruflichen Wurzeln, und da wird ja schon deutlich, Gealan, internationales Unternehmen, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ihre beruflichen Wurzeln liegen aber woanders ein bisschen, ne? Ja, von der Beruf, also von der Ausbildung her, bin ich Maschinenbauingenieur, mein Studium abgeschlossen, gleich nach dem Studium Fensterbranche angefangen, erste 2 Jahre in der Fensterfertigung und nachdem 4 Jahre bei einem Systemhaus, ähnlich wie Gealan, Vertrieb Profile und Systeme und dann, wie gesagt, 2002 beim Gealan angefangen. 2005 habe ich noch ein Masterstudium Business Administration abgeschlossen, das so ein bisschen kaufmännischer Hintergrund da ist, weil als Geschäftsführer kann man nicht nur Ingenieur sein. Das ist richtig, aber international und von der Pike auf gelernt, kann man sagen. Gealan ja durchaus auch kein kleines Unternehmen, wenn man sich das mal anschaut, international tätig, wir haben es vorhin schon gesagt, in vielen europäischen Ländern. 1400 Mitarbeiter sind es insgesamt. Der Hauptsitz ist hier in Oberkotzau im Landkreis Hof mit ungefähr 310 Mitarbeitern sind es aktuell. Und dabei dreht sich natürlich alles um innovative Fenstersysteme. Wenn Sie, Herr Maurovic, das Jahr 2019, das vergangene Jahr mal resümieren, welche Bilanz würden Sie da ziehen? 2019 war ein sehr, sehr wichtiges Jahr für Gealan. Wir haben unsere strategische Richtung fortgesetzt, Strategie, die wir 2018 mit unserem Führungskreis entwickelt haben. Das ist zum Teil auch Veränderungsmanagement, weil wir haben auf neue Vision gearbeitet, zusammen mit unseren Führungskräften, auf die neuen Werte, zusammen mit Belegschaft in der Firma. Und wir haben die strategischen Prioritäten definiert, die wir in 2019 zum Teil natürlich umgesetzt haben, weil die Strategie ist für 5 Jahre geplant. Ich kann sagen, also war aus der Richtung ein positives Jahr für uns. Wir haben leider einige Insolvenzen von unseren Kunden in Westeuropa gehabt, haben viele neue Kunden gewonnen, aber damit haben wir einfach ausgeglichen, also so, dass wir auf Ende 2019 auf Umsatz vor dem Vorjahr 2018 gekommen sind. Aber das hat sich gelohnt, weil in jeder Veränderung braucht Zeit und wir haben diese Zeit sehr gut investiert, glaube ich. Und das ist die Hauptsache. Ich habe es vorhin angesprochen, Innovation ist im Bereich Fenstersysteme natürlich auch sehr wichtig. Innovation ist kein Kann, sondern ein Muss, werden Sie zitiert. Jetzt sage ich ja, Belichtung, Belüftung, Aussicht sind so die 3 Eigenschaften eines Fensters. Inwiefern, vielleicht kann man das dem Zuschauer kurz erklären, inwiefern muss man sich da Innovation in der Fensterbaubranche vorstellen? Ja, wir denken beim Gealan immer in 3 Richtungen. Also erstes Mal ist das Design. Also Fenster ist nicht nur, um ein Loch im Wand zuzuschließen, das ist auch Energieelement. Zweitens, das ist Sicherheitselement. Und drittens, das ist, wie gesagt, also wärmedämmende Element, das heißt Energieelement. Also in diesem Kontext kann man viel innovieren, nicht nur im Bereich Produkte, was ein wesentlicher Innovationsteil beim Gealan ist, aber auch in Technologien, in Materialien, in neuen Geschäftsmodellen. Und das haben wir alles seit einigen Jahren also sehr gut gemacht und auch in 2019 viele Projekte umgesetzt, die für die Zukunft von Gealan sehr wichtig sind. Sie haben es vorhin schon gesagt, ein Fenster ist nicht nur ein Loch in der Wand. Es gibt mittlerweile auch Häuser, die bestehen ja fast nur aus Fensterelementen, aus einer kompletten Glasfassade. Da spielt natürlich auch die Stabilität eine gewisse Rolle. Also da gibt es schon einige Dinge, in die man da Innovation einfließen lassen kann, wenn es um das Produkt geht. Natürlich, also auch Fenster werden durch Trends also beeinflusst, besonders die aus Architektur kommen.
Damit spielen die größeren Fenster, farbigere Fenster eine wichtige Rolle. Besonders mehr Licht will man sehen, also weniger Profile. Und in dem Kontext haben wir auch viele Innovationen auch umgesetzt. Also wir haben also statische Trockenverglasung, eine Klebetechnik eingesetzt, dass man größere Fenster von der Höhe her und der Breite bauen kann. Wir haben unser neues Produkt Kubus entwickelt vor 2 Jahren, also auch auf der Messe präsentiert, der ganz andere Design hat, also wo man Flügel überhaupt nicht sieht, von außen kann man nur Glasscheibe sehen, das heißt deutlich mehr Licht im Haus. Viele andere Themen, also Wärmedämmung durch eingesetzte Schaum in den Profile, Acrylcolor, unser USP und viele andere Themen. Allein das würde, glaube ich, schon eine Sendung füllen, wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht. Wir wollen aber nicht nur über die Innovation sprechen, die direkt ins Produkt einfließen. Innovation kann durchaus auch auf anderen Ebenen stattfinden, auf der Verwaltungsebene. Und auch da zeigt Gealan, wo es hingeht. Vielleicht kann man ein bisschen was erzählen zur neuen Arbeitswelt. Sie haben da auch einige Sachen eingebracht. Worum geht es da? Ja, ich habe schon gesagt, dass Gealan die Jahre 2018, 2019, aber auch 2017 für die neue Ausrichtung genutzt hat. Wenn wir reden über digitale Technologien, dann reden wir über kulturelle Veränderung, das ist die digitale Transformation. In diesem Kontext muss man auch die Leute mitnehmen. Und wenn wir reden über neue Arbeitswelt, dann reden wir auch über Agilität, verbesserte Kommunikation, Austausch, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und das ist sehr schwer, sagen wir so, in alten Bürowelten, wo die Leute ihre Büros durch Wände trennen, weil die Wände sind nicht nur physisch, die sind auch psychisch. Wenn ich mich schließe in meine 4 Wände und mache meine Aufgabe, dann habe ich nicht die Chance, mit meinen Kollegen deutlich mehr zu kommunizieren. Und in diese Richtung entwickeln wir auch unsere neue Arbeitswelt, dass wir sagen, die Leute sitzen zusammen, die tauschen sich aus, kommunizieren besser, sind kreativer, bekommen neue Ideen. Wir haben bessere Chancen, dass die Ideen umgesetzt werden. Und die Ideen kommen nicht nur aus den technischen Bereichen, die können aus allen anderen Bereichen von Gealan kommen. Wenn wir eine intelligente, interessante Idee sehen, dann arbeiten wir daran, die umzusetzen und auf dem Markt zu vermarkten. Das klingt wahnsinnig interessant. Hat denn der Chef in dieser Umgebung noch ein eigenes Büro oder sind Sie da Teil dieses ganzen Komplexes? Wir haben Entscheidungen getroffen, also Büros abzugeben. Wir wollten mit unseren Mitarbeitern zusammensitzen und man muss auch sagen, diese neue Welt haben wir nicht selber entwickelt in der Geschäftsleitung und gesagt, ja, wir wollten so und so und so und bitte Mitarbeiter, machen Sie das. Sondern wir haben mehr als 35 Leute aus verschiedenen Bereichen Unternehmen in verschiedenen Workshops sich Gedanken machen lassen, also wie soll das alles ausschauen. Wir haben ein Konzept fertig, wir haben mit Architekten gesprochen und in dieser neuen Welt werde ich mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern zusammensitzen. Und schon heute habe ich auch Entscheidungen getroffen. Ich gehe durch die Abteilungen, bin einen Monat in Produktmanagement, einen Monat in Einkauf. Ich brauche kein Büro für mich, weil das schränkt die Kommunikation ein. Und das ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur für Geschäftsleitung, sondern für die Mitarbeiter auch. Das ist eine sehr gute Idee. Es gibt noch einen weiteren großen Standort, und zwar in Tanna. Klingt ein bisschen finnisch, ist aber vor den Toren Oberfrankens im Prinzip an der thüringischen Grenze. 550 Mitarbeiter arbeiten dort, also ein großes Werk, Produktions- und Logistikstandort für Inland und Export. Wir sehen es hier auch nochmal im Bild und hier werden täglich tatsächlich bis zu 200 Tonnen Fensterprofile gefertigt. Das ist eine unfassbare Menge. Tanna, vielleicht kann man es kurz in Relation setzen, wie weit ist es von Hof entfernt? Und auch da spielt natürlich dieses neue Arbeitszeitmodell, diese neue Arbeitswelt eine Rolle. Ne? Ja, Tanna ist von Oberkotzau, sagen wir so, mit dem Auto 25 Minuten, 30 Minuten, 25 Kilometer. Das ist für uns kein Problem. Viele Kollegen, die in Tanna viele von ihrer Zeit verbringen, arbeiten auch in Oberkotzau. Auch neue Arbeitswelt in Tanna sind vielleicht nicht so Innovation oder Produktmanagement, weil da befinden sich Bereiche Produktion, Logistik, Kaschierbereich. Aber da haben wir auch im Rahmen unserer Strategie, die sehr, sehr wichtige Säule sind Mitarbeiter, haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir Arbeitswelt für unsere Mitarbeiter schöner machen. Haben eine neue Kantine dieses Jahr gebaut. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, also aber nicht nur in Tanna, auch in Oberkotzau. Ja, Tanna ist für uns sehr, sehr wichtig, weil von unseren 85.000 Tonnen Profile, was wir pro Jahr produzieren, 50.000 bis 55.000 werden in Tanna produziert. Das ist der größte Standort innerhalb der Gealan-Gruppe. Und es gibt da auch interessante Arbeitszeitmodelle. Vielleicht kann man dazu noch kurz was sagen? Ja, also in Tanna ist natürlich für uns, also ich glaube für alle anderen mittelständische Unternehmen, also eine Herausforderung, gute Mitarbeiter zu bekommen. Wir bieten in Tanna also besondere Arbeitsmodelle, besonders was Schichtbetrieb betrifft.
Das sind die sogenannten 11,5 Stunden Schichtmodelle, wo die Leute nominal 10 Stunden arbeiten, 1,5 Stunden Pause haben. Es sind 2 Wochenenden pro Monat garantiert, dass die zu Hause bleiben können. Und es kann auch passieren, dass die Leute 3, 4 Tage also nacheinander nicht arbeiten. Natürlich, dann kommt je nach Einordnung der Schichten, also dass die dann mehr arbeiten, aber durchschnittlich arbeiten sie 3,5 Tage pro Woche. Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Digitalisierung, Sie haben es vorhin schon angesprochen, spielt auch eine große Rolle in einem Produktionsbetrieb, vor allem kaum noch wegzudenken. Ja. Hält das auch immer mehr Einzug bei Ihnen? Also absolut. Also wir haben Anfang 2018 ein Digitalisierungsprojekt bei uns gestartet. Das haben wir in verschiedenen Gruppen aufgeteilt. Einmal Digitalisierung in dem Bereich Produktion. Zweiter wichtiger Teil ist der Kommunikation, digitale Kommunikation. Und dann haben wir über neue Geschäftsmodelle gesprochen. Zuerst, wenn wir über Digitalisierung reden, das sind vor allem die Prozesse, das sind Basics. Also wir haben im Januar 2019 SAP als ERP-System eingeführt. Das ist ein sehr, sehr komplexes Projekt gewesen. Wir haben uns 3 Jahre dafür vorbereitet. Aber nicht nur das, also wir haben jetzt Anfang dieses Jahr im Januar einen von unseren Tochtergesellschaften auch auf SAP umgeswitcht, quasi Rollout-Projekt, also wird in der gesamten Gruppe also ausgerollt werden. Das heißt, alle Tochtergesellschaften werden mit SAP arbeiten. Wir starten jetzt mit CRM-Projekt, Customer Relationship Management, neue HR-Software. Das sind alles Basics. Also man muss die Prozesse digitalisieren, dass die nicht mehr analog sind, papierlos. Wir haben unseren Bereich Werkzeugbau auch digitalisiert. Also das ist ein Projekt, der letztes Jahr gelaufen ist. Und jetzt konstruieren wir auf eine neue Plattform, wo die papierlos, also die Informationen von Werkzeugkonstruktion bis zum Einfahren stattfinden. Und dann kommen wir später zum digitale Kommunikation, Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing und dann wieder zum Geschäftsmodelle. Building Information Modeling spielt eine große Rolle. Das ist für mich selber, wenn ich das alles auf dem Blatt Papier aufschreiben müsste, das ist so eine Liste, was wir alles in den letzten Jahren umgesetzt haben, aber wir sind stolz drauf und das ist notwendig. Das denke ich auch. Ganz kurz noch, vielleicht 3 bis 5 Jahre, Sie haben es vorhin schon angeschnitten, Innovationen brauchen Zeit. Ja. Gibt es so ein großes Ziel, was Sie noch haben, wo Sie sagen, Mensch, das wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf jeden Fall verwirklichen? Ja, wir haben unsere Ziele klar in unserer Vision und Strategie definiert. Wir sagen, unsere Vision ist, wir wollen die Leute faszinieren, begeistern. Und in dem Bereich Strategie ist für uns klar, was sind unsere strategischen Ziele. Wir wollten für unsere Mitarbeiter Great Place to Work verschaffen. Wir haben heute über neue Arbeitswelt gesprochen, Kantinen und neue Schichtmodelle. Wir wollten weiter wachsen, aber wachsen mit innovativen Produkten. Bis 2022 haben wir uns als Ziel gesetzt, 275 Millionen Umsatz zu generieren. Wir wollten wahrgenommen werden als erste oder zweite innovativste Fenstersystem auf dem Markt. Und viertes Thema ist Effizienz. Wir wollten Effizienzsteigerung durch Prozesse digitalisieren, durch bessere Qualität, Umweltfreundlichkeit. Und das sind unsere großen strategischen Ziele, wo wir wissen ganz genau, für die Mitarbeiter wollen wir das erreichen, im Innovationsbereich das erreichen, Umsatz, das Ergebnis, das. Also ich glaube, die Ziele sind in Unternehmen klar kommuniziert. Jeder weiß, was ist zu erreichen. Müssen wir ein bisschen Glück haben und Ausdauer und ich glaube, dann werden wir unsere Ziele auch erreichen. Gibt jede Menge zu tun. Dann wünschen wir Ihnen, Herr Maurowitsch, nicht nur den nötigen Durchblick, sondern auch den dafür nötigen Weitblick und dass Sie weiterhin erfolgreich bleiben. Vielen Dank, dass Sie heute im Studio waren und vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Bei uns geht es auch gleich weiter, also dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.